Hallo und herzlich willkommen zurück mit HTML. Diesmal machen wir was ganz Spannendes. Wir machen diesmal Forms, also Daten, die der User eingibt und die dann vom Browser ausgelesen werden. Übermitteln können wir sie zwar noch nicht, aber wir können schon mal das Form kreieren und dann halt, ja, später auswerten lassen mit JavaScript oder PHP oder sonst irgendwas. Also, unser Tag ist erstmal Form. Keine große Verwunderung, wir machen ja eine. Und die muss man natürlich auch irgendwann wieder beenden. So, Ähm, jetzt haben wir hier drin, sagen wir mal, wir wollen den Vornamen haben. Vorname. Und dann heißt der Tag Input, mit dem ihr euer, euer Nutzer fragt, was ihr da machen oder wie er heißt, mit Vornamen. Und der Typ des Inputs ist Text, ganz normaler Text, weil man darf den Text ja sehen, also bei einem Passwort wird es dann zum Beispiel markiert, äh, als Punkte dargestellt. Und dann brauchen wir hier noch Name, also der Name unserer Input-Box ist Vorname, dass wir es auch später wieder auslesen können. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier hinten dran mal einen Break. Sonst wird es nämlich nichts, sonst haben wir das alles in einer Schlange. Also nochmal, Form erstellt ein neues Formular. Input ist halt die Eingabe vom User, das ist einfach nur normaler Text, das seht ihr jetzt gleich, wartet. Hier, Vorname. Also das Vorname hier ist einfach nur das Vorname hier vorne. Das macht eigentlich gar nichts, außer da rumstehen. Input ist das, dass wir hier so ein Eingabefeld bekommen. Text ist einfach Text, also dass wir da Text eingeben können. Ihr seht, wenn ich hier ABC eingebe, de, dann sehe ich das auch als Text. Das ist beim Passwort natürlich anders. Und wenn ich hier Name habe, also den sollte man immer angeben, weil man muss es ja später auch irgendwie auslesen können. Ja, dann habe ich hier Name gleich Vorname, den kann ich auch anders nennen. Das muss nicht so sein wie das da vorne. Das ist völlig unabhängig voneinander. So, jetzt ändern wir das einfach mal zu Name, dass wir da den kompletten Namen eingeben können. Weil wir brauchen nicht 50 verschiedene dafür. So, jetzt gibt es noch das Passwort. Das sieht eigentlich ähnlich aus. Ist auch ein Input. Aber diesmal Type ist gleich. Wer hätte sich's gedacht? Password. Oh nein, wie schwer. So, ich kürze das mal ab hier, PW. So, ihr seht jetzt gleich, wenn ich hier das aktualisiere, dann kann ich hier als Name das eingeben und als Passwort, wenn ich hier A, B, C, D, E eingebe, dann wird es hier so als Punkte markiert und deswegen kommt man da nicht rauf. Also man kann es nicht mehr sehen. Ist eigentlich nur so Standard geworden. Wer sollte das denn eh sehen? Außer man speichert. So, das ist aber natürlich noch lange nicht alles. Wir wollen ja jetzt zum Beispiel vielleicht eine Umfrage machen, wo man irgendwelche Sachen markieren kann. Dann muss man jetzt zum Beispiel das Geschlecht abfragen. Und deswegen haben wir hier Inpute. Ich glaube, ich krieg Hunger. Ich sollte was essen gehen. Input Type Radio. Name. Also Radio für Radio Button. Ihr seht gleich, was ein Radio Button ist. Wartet einfach kurz. Name ist gleich Geschlecht. Zum Auswerten später. Value ist gleich Geschlechtergleichheit, deswegen die Frauen als erstes. Ups, falsche Klammer. Frau. Da sollte man jetzt wirklich was hinschreiben. Weil sonst weiß man nicht, was man anklicken muss. Das ist ja jetzt nur ein Button. Und dann haben wir, das kann ich mal kopieren. Hier muss man jetzt aufpassen, der Name muss derselbe sein. Das erkläre ich euch gleich warum. Mann. So,
Was passiert, wenn ich jetzt das habe? So, jetzt kann ich hier Frau ankreuzen, ich kann Mann ankreuzen, aber ich kann nicht beides auf einmal ankreuzen. Das geht ja auch im echten Leben nicht, aber wie habe ich jetzt das gemacht, dass es auch mein HTML-Dokument weiß? Ganz einfach, hier ist der Name derselbe und das HTML-Dokument checkt einfach, wenn innerhalb desselben Forms, also wenn ich jetzt das außerhalb machen würde, dann wäre es egal, was für ein Name das wäre, das könnte ich dann beide anklicken. Aber wenn ich jetzt innerhalb desselben Forms denselben Name für ein Input-Radio-Type habe, dann entscheidet es sich, entweder ist der Value Frau akzeptiert oder der Value Mann. Und deswegen nur eins von beiden. Das ist ja auch so bei Radio-Buttons. Die kennt man ja, diese runden Buttons, die akzeptieren eigentlich nur eins, nicht beide. Anders ist es bei Checkboxes, da kann man einfach Ja oder Nein klicken. Und das ist dann folgendes. Ähm, da machen wir mal einen Break rein, dass wir ein bisschen Abstand kriegen. So, Input. Also ihr seht, die ganzen Dinger heißen eigentlich immer Input. Nur der Type ändert sich. Und das ist auch wirklich alles schon. Input Type gleich Checkbox. Wow, wie innovativ. Was passiert jetzt, wenn ich da Geschlecht eintrage? Das weiß ich nicht. Muss ich mir nachher ausprobieren. Ähm, was könnte man da nehmen? Programmer. So, und dann brauchen wir natürlich noch ein Value. Der Value wird nämlich nachher ausgelesen. Hier wird nämlich, also normalerweise greife ich ja über den Namen auf das Inputfeld zu, aber das geht nur bei Text und Passwort. Bei Value muss ich ja auch noch wissen, ist jetzt das markiert oder ist es nicht markiert. Das bringt mir nichts, wenn ich weiß, dass da Frau drin steht. Das ändert sich ja nicht. Das habe ich ja da reingeschrieben. Aber die Value, die sagt mir dann, ob da Frau angekreuzt wurde oder Mann. Das heißt, ich greife dann auf den Value zu, der aktiv ist oder der Punkt checked ist. Das werdet ihr dann noch sehen, das kommt noch. So, Value ist gleich Programmer. Da kann man 100 Mal dasselbe schreiben, das ist eigentlich egal. Ich bin Programmierer. Auch wenn HTML keine Programmiersprache ist, dürft ihr euch als solchen bezeichnen, warum auch nicht. Ich bin es doch von früher gewohnt, da musste man das machen. Mittlerweile ist es ein bisschen besser. So, ich bin Programmierer. Haken, kein Haken. Da kann ich jetzt aber auch von demselben Name, also oh. So, jetzt lassen wir den Namen immer mal gleich. Ihr wisst, hier war es der Name, der verantwortlich war, dass man nur eins ankreuzen durfte. Ihr seht's. Und hier Value not. Da werden jetzt natürlich die Radio-Buttons eher geschickt, aber Pfannkuchen. Ich habe wirklich Hunger. Ich bin ein Pfannkuchen. So. Oh, ich habe die Breaks vergessen, macht nichts. Ich bin Programmierer, ich bin kein Programmierer, geht beides. Taha. Und ich bin ein Pfannkuchen. Und ich bin ein Mann. Warum nicht? So, jetzt kann man aber hier nach Belieben ein- und auschecken. Und jetzt will ich was ausprobieren, das habe ich selber keine Ahnung, was da passiert. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Wie schade. Es ist ihm relativ egal. Okay, dann nicht. Also man kann die Dinge auch gleich nennen. Also ich habe jetzt hier den Namen überall auf Geschlecht gesetzt und kann dann jeden Value abfragen. Macht zwar keinen Sinn, aber ich wollte mal wissen, was da passiert. Oh, so, genau. Also ihr gebt dann halt einfach für die Checkbox einen Namen ein und ein Value und der Name ist eigentlich da relativ wurscht. Ihr müsst halt über den Namen drauf zugreifen, ob der Value da ist oder ob er nicht gecheckt ist. So ist das halt dann. So, und jetzt gibt es dann noch am Schluss einen Submit-Button und der ändert alles. Deswegen muss ich jetzt meinen Form-Tag da oben erweitern.
weil so kann ich noch nicht drauf zugreifen. Ähm, ja, also das Form kriegt auch einen Namen. Und wenn ihr über PHP drauf zugreifen wollt, dann müsst ihr das über eine Get- oder Post-Methode machen. Wenn ihr über JavaScript drauf zugreifen wollt, dann müsst ihr warten, bis alles ausgewertet ist. Ähm, Ihr könnt euch da aussuchen, was ihr machen wollt. Mir gefällt PHP nicht so toll, aber man braucht es halt für Datenbanken, das ist halt das effizienteste. Oder auch nicht, weiß ich nicht genau. Ähm, also Form, Name gleich unser Formular. Formulat. Ah ja, da ist. So, das ist der Name unseres Formulars. Und jetzt Action. Action ist, dann nennen wir einfach mal auswerten.php. Ha, ich hab's heute aber auch mit der Rechtschreibung. Und Method ist gleich get. Was der Unterschied zwischen get und post ist, das werdet ihr dann noch irgendwann mal kennenlernen. Das ist nicht so wichtig. Ich will euch jetzt bloß den Submit-Button zeigen. Darum geht's mir eigentlich. So, Input, Type, Type gleich, also wieder ein Input, ganz normaler, dann Submit und Value gleich Submit. So, ich zeige euch gleich, was das macht. Also das da oben, das ist einfach der Name unseres Formulars, die Action, ähm, darauf wird dann zugegriffen. Also ich gehe dann, wenn ich auf meinen Button klicke, das da unten ist ein Button, der Submit-Button heißt so, ähm, dann gehe ich auf die Seite auswerten.php, also weil das meine Action hier ist, und kriege die Information über die Get-Methode. Und ja, Submit. So, jetzt haben wir hier diesen Submit-Button. Und dieser Submit-Button heißt so, weil hier Submit steht. Ich kann auch einfach auswerten hier reinschreiben. Aber der Type muss Submit sein, dass wir einen Submit-Button haben. Nur was hier drin steht, ist halt dann unterschiedlich. So, jetzt kann ich hier Name, blub, Passwort A, B, C, D. Ja. So, wenn ich jetzt hier auf Auswerten klicke, dann ist die Website nicht gefunden, weil natürlich haben wir keine Webseite angegeben, aber ich kopiere euch mal meine Adressleiste. Ach, wobei, warum kopieren? So, hier, seht ihr die Adressleiste. Ich hoffe, ihr seht sie. Hier steht dann File, weil ich auf die File zugreife. Das ist einfach der Pfad, der ist für euch uninteressant, sondern jetzt kommt hier auswerten.php. Ihr ihr erinnert euch, Action ist auswerten.php. Also wir greifen auf die Seite auswerten.php zu. Fragezeichen steht für die Method Post, für die Method Get. Und dann kommt hier oben Name gleich blub. Ihr erinnert euch, wir haben als Name blub eingegeben. pw gleich abcde, habe ich euch auch gesagt. Nicht so toll, deswegen sollte man niemals, wenn man ein Passwort hat, die Method get benutzen, weil man kann das einfach aus dem Browser auslesen. Das ist total unsicher. Glaubt mir da einfach. Nicht benutzen für Passwörter. Nur zu Demonstrationszwecken, was die get-Methode macht. Ich könnte jetzt hier direkt als Hacker drauf zugreifen, was ihr da für ein Passwort eingegeben habt. Ist überhaupt nicht gut. Geschlecht ist gleich Mann. Da wird der Value übergeben. Hier, Value gleich Mann. Programmer ist gleich Programmer. Das war unsere Checkbox, die wir mit dem Value Programmer. Und da war das hier gecheckt. Not war nicht gecheckt. Deswegen haben wir das hier nicht in unserer Adressleiste. Not ist nicht da. Aber Programmer gleich Pfannkuchen
haben wir auch. Und es war hier nämlich der Name Programmer und der Value Pfannkuchen, der war wahr. Also den haben wir gecheckt. Und deswegen wird der da oben mitgeliefert. Ja, so einfach ist das. Und das war es eigentlich auch schon zu Forms. Wie man das direkt auswertet, wie man diese PHP-Dateien schreibt, dass die das da auch machen, ja, das kommt dann irgendwann anders. Alles klar, dann hoffe ich, dass ihr das verstanden habt. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und dann schauen wir weiter. Bis dann.